Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wir werden uns dieses Mal Scala widmen in den nächsten paar Videos. Ja, das Coole an Scala ist, es ist sowohl eine objektorientierte als auch eine funktionale Sprache. Das bedeutet, wie in Java auch, ist alles objektorientiert. Also ja, wir haben Klassen, wir können Objekte als Instanzen von diesen Klassen erstellen, aber gleichzeitig haben wir auch das Funktionale, was wir in Haskell haben, denn alle Funktionen sind gleichzeitig auch Objekte. Das bedeutet, wir können Funktionen als Parameter übergeben, wir können Funktionen als Rückgabetypen haben und so Zeug. Ziemlich coole Sache. Und ja, wir haben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, relativ easy mehrere Kerne auszulasten. Das heißt, ähm, Multiprozessor-Programmierung ist da kein Problem. Also ja, Parallelität. Deswegen heißt Scala auch Scala, denn Scala steht für Scalable Language. Und ja, das noch coolere daran ist, dass wir Scala zu Java Bytecode kompilieren können. Das bedeutet, Scala läuft auf quasi allen Plattformen, auf denen auch Java läuft, also quasi allen. Denn egal ob Mac oder Linux oder Windows oder vielleicht sogar euer DVD-Player zu Hause, mit Scala könnt ihr da höchstwahrscheinlich genauso wie mit Java auch dran. Ja, ähm, was ich jetzt hier erstmal offen habe, ist eine Seite, nämlich die Seite von Scala. Und ihr könnt da einfach mal hier auf Scala Download klicken. Sieht bei euch wahrscheinlich anders aus, denn das detektet automatisch euer System. Und dann einfach installieren und schon seid ihr quasi fertig. Und dann hier am besten auch noch das passende Release runterladen. Das ist eine Eclipse ab, ja, eine Eclipse-Unterart sozusagen, die speziell für Scala entworfen wurde. Ja, und die könnt ihr dann einfach entpacken und ausführen. So, da habt ihr dann so einen Ordner, hier steht dann Eclipse drin, dann einfach die Eclipse-Exe ausführen und schon habt ihr dieses schöne Fenster hier, wo ihr dann natürlich vorher, wie bei Java auch, euren Workspace noch eingeben müsst. Ja, überprüfen, ob Scala läuft, könnt ihr ganz einfach. Ihr macht hier einfach ähm, Scala-Version. Scala-Version. So, und dann dauert es ein bisschen und dann steht da Scala Code Runner Version, bla 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 bla. Wenn ihr es nicht installiert habt, also wenn ihr irgendwas komischerweise falsch gemacht habt, also ist es wirklich nur eine Installation, da gibt es keine große Magie dahinter. Ähm, aber wenn ihr es nicht richtig hinbekommen habt, dann steht da dann halt ein Error, dass der Befehl nicht bekannt ist und so weiter und so fort. Ja, und dann könnt ihr theoretisch schon anfangen. Ähm, Ja, und wenn ihr dann eben ein Scala-Projekt erstellen wollt, geht ihr hier einfach wie bei Eclipse immer auf File, New und dann Scala Project. Ich würde mal sagen, wir machen wieder also ihr seht, da ist oben dran nichts Besonderes, ein Hello World. Ich glaube, da kommt niemand drum rum, außer man schreibt es falsch. Ähm, ach verdammt, und es existiert wohl schon eins, das wäre dann wohl die ich schon benutzt habe. Ja, das heißt, ich mache einfach ein Hello World 2 draus und gehe hier auf Finish. Und dann habe ich hier eine SRC und hier, das muss euch nicht interessieren. Dann hier einfach Rechtsklick drauf und eine New Scala File erstellen. Und da kann man dann machen, was man möchte. Zum Beispiel ein Hello World. Ich würde sagen, wir schreiben die auch wie in Java einfach groß. So, und dann haben wir hier schon automatisch ein Java-Doc, das ist quasi die Kommentar-Section von Java, mit dem Autor, das bin ich, erstellt bekommen und hier eine Klasse Hello World. So, jetzt gibt es allerdings in Scala den Unterschied zwischen Klassen und Objects. Ich würde sagen, wir lassen diese Erläuterung einfach mal außen vor und ich mache hier einfach mal Object draus und speichere das Ganze. Und ja, dann muss man hier einfach noch reinschreiben, diese Main-Funktion, die kennt ihr ja schon aus Java, falls ihr meine Java-Videos gesehen habt, ich weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich habt ihr das. Also wir brauchen eine Main-Funktion in Scala und die heißt einfach mal def main, also def steht für Funktion. Ich definiere mir eine Funktion, die nimmt Argumente, wie in Java auch, nämlich ein Array aus Strings. So, ähm, falls ihr nicht wisst, was Arrays und was Strings sind, schaut euch bitte dringend, oder falls ihr auch nicht wisst, was Funktionen sind, schaut euch bitte dringend meine Java-Videos an.
denn ich will nicht diese ganzen Grundkenntnisse wiederholen, ähm, damit auch für alle anderen das Ganze spannend bleibt. Ja, das hier ist eine Funktion, also die Main-Funktion, die nimmt einfach Argumente, die nennen sich dann Args, haben hier so einen Doppelpunkt. Der Doppelpunkt bedeutet, danach kommt der Typ. Vorne dran ist der Name, Doppelpunkt, danach der Typ. So, und dann haben wir hier tatsächlich ein Array ausgeschrieben als Array vom Typ String. Das ist ungefähr so wie die Generics in Java. Und ja, dann haben wir hier wiederum solche Klammern, solche hübschen, geschweiften Klammern. Und hier rein kann man dann irgendwelche Aufrufe packen, sowas wie Printline. Und natürlich, wir brauchen keinen Semikolon hinten dran, das mache ich immer noch falsch. Ja, wir schreiben einfach mal hier Hello World rein, würde ich sagen. So, und jetzt kann man das Ganze schon ausführen. Und das Ausführen ist ein bisschen komplizierter. Wir müssen hier erstmal in die Run Configurations reingehen. Wir gehen hier auf Java Scala Application, machen hier einfach einen Doppelklick drauf, kriegen dadurch eine New Run Configuration und müssen hier dann jetzt eingeben, beziehungsweise wir können es auch über Search probieren, aber ich habe es nicht hingekriegt bisher. Wir können hier einfach den Namen von der Klasse eingeben, also Hello World. Punkt brauchen wir nicht. So, und dann machen wir hier Apply und Run. Und dann kommt hier Hello World in die Konsole geschrieben. Ja, das war euer erstes Scala-Programm. Noch nicht optimiert oder sonst irgendwas, aber nur, dass ihr euch mal an die Syntax ein bisschen gewöhnen könnt. Natürlich mache ich dazu gleich noch mehrere Videos, also in den kommenden paar Tagen. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt soweit alles hinbekommen. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.